Willkommen zu einer weiteren Online-Lesung meiner Tagebücher. Trans, schamlos, direkt. Die Tagebücher der Johanna E. Falls euch die Tagebücher der Johanna E. interessieren, solltet ihr über 18 oder 21 oder so sein, jedenfalls alt genug und kein Bedenken mit expliziter Sprache haben. Nun lass mich beginnen. Ich glaube, heute nehme ich ein Thema, was mir am schwersten gefallen ist zu schreiben und vor allem dann zu lesen, weil es mir einfach peinlich ist. Es geht um meine Pornobeichte. Liebes Tagebuch, ich denke, ich habe den Zugang zu meiner Sexualität wiedergefunden. Momentan sieht es ehrlich gesagt gerade anders aus. Irgendwie berührt mich kein Mann mehr, es gefällt mir kein Mann mehr, irgendwie habe ich nur schlechten Sex momentan und wenn überhaupt. Ich habe zu einem schwulen Porno gewichst und dann noch einmal sogar zu einem Transenporno. Das war gestern am Abend und heute beim Aufwachen habe ich an Sadi denken wollen, habe aber dann interessanterweise umgeschwenkt und mir vorgestellt, wie ich einen Mann ficke. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja. Seit Tagen, ja schon seit beinahe 2 Wochen, habe ich mich nicht mehr angegriffen. Heute habe ich mich schon angegriffen. Nur mit Amir hatte ich kurz Sex in seiner Arbeit. Mit dem habe ich immer Sex. Das ist das Einzige, was uns wirklich verbindet. Das hat aber nicht mehr als 2 Minuten gedauert, steht hier. Wahrscheinlich waren es nur 1 Minute. Und ich bin nicht gekommen. Aber irgendwie wollte ich mich nicht selbst befriedigen und schon gar keinen Mann zu mir einladen, um den Mann das erledigen zu lassen. Zu einem habe ich meine Haare schon ewig nicht mehr rasiert. Ach Gott, das ist wirklich jetzt gerade auch so. Ich habe mich seit mindestens einer Woche nicht rasiert. Und zum anderen hat mich dieses Drama mit Sadi vor 2 Wochen doch sehr zugesetzt. Vielleicht sogar verunsichert. Obwohl ich die letzten Nächte schon Sexträume hatte, habe ich mich nicht befriedigt. Und ich träume nie von Sex. Und in der Früh bin ich sogar mit einem Ständer aufgewacht. Heute auch. Und dann habe ich eben ein bisschen masturbiert. Und gestern nahm ich dann das Hilfsmittel Pornografie in Anspruch und fühle mich deswegen beschämt. Und ich fühlte mich wirklich beschämt. Seit ich Hormone nehme, also seit 10 Jahren, schaue ich eigentlich keine Pornos, so gut wie nie. Früher habe ich öfters und manchmal stundenlang nach Pornos gesucht, die mir gefallen. Aber die waren schwer zu finden. Besonders bei schwulen Pornos, damals dachte ich ja, schwul zu sein, schauen die Männer immer gleich aus. Und mir gefallen aber Unterschiede. Und bei schwulen Pornos sieht man immer nur 2 so starke Männer, die dann so irgendwie tun. Also abtörnend. Deswegen habe ich früher dann immer irgendwie die Unterschiede gesucht, zum Beispiel Daddy and Son oder Alt und Jung oder Interracial, aber am besten ohne Gummi. Wie heißt das? Green Pie? Das habe ich nicht geschaut. Aber da waren viele dabei, die mir auch nicht gefallen haben. Und ich schäme mich wirklich, dir das alles zu sagen. Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Aber ich will dir alles sagen. Heteropornos gefallen mir nicht. Ich denke, weil ich da irgendwie eifersüchtig bin, weil ich keine Frau bin. Ach, und früher, mein erster Freund, wenn der Pornos geschaut hat und der war hetero und hat sich Heteropornos angeschaut, ich habe ihn gehasst dafür. Ich habe mir gedacht, das war
fast schlimmer als wie Fremdgehen oder auf derselben Stufe wie Fremdgehen damals, als ich noch Moral hatte. Vielleicht eben, weil das mir alles irgendwie gezeigt hat, was ich nicht bin und was ich nicht habe und wie ich nicht geboren bin und alles, was ich nicht habe. So irgendwie zumindest. Und dann habe ich offenbar einen Transenporno gefunden, der mir irgendwie gefallen hat. Weil der Mann irgendwie ganz süß war und seine Art und wie er sie geblasen hat und dann wieder so hübsch geschaut hat, als er sie wieder geküsst hat. Und da bin ich schon wieder gekommen. Und heute Morgen nach dem Aufwachen, es war eigentlich schon Mittag, dachte ich an Sadi. Ich vermisse ihn so sehr. Oh, 1000-mal habe ich das gesagt. Und ich bringe es nicht über mein Herz, dass ich sein Schlaf-T-Shirt wasche oder verbrenne. Ich kann es einfach nicht. Früher habe ich nämlich immer gedacht, dass ich die Überbleibsel einer Beziehung irgendwie energetisch entsorgen muss, damit sie nicht mehr wirken oder so irgendwie. Und deswegen verbrennen. Früher habe ich sie dann immer verbrannt oder sehr dramatisch in die Donau geschmissen. Und da war einmal von einem Spezialkommandosoldaten, Ex-Freund von mir, als er dann von einem Einsatz zurückkam in einem gefährlichen Land, der hat dann mich verlassen natürlich, also wie er zurückkam natürlich. Und dann habe ich seine Socken, die von den Spezialkommandosocken, in der Donau entsorgt. Und den Feldbrief habe ich dramatisch verbrannt und die Asche verstreut. Nun gut. Jedenfalls vermisse ich natürlich Sadi und ich habe mir dann vorgestellt, dass ich einen Mann ficke. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Und ich habe sogar verdrängt, wie der Mann aussah. Kein Wunder, dass ich das verdränge. Weil ich im echten Leben ja überhaupt keinen Mann ficken will. Aber natürlich schon oft gemacht habe. Irgendwie hat mich manchmal die Vorstellung, aber manchmal habe ich mir sogar vorgestellt, ich bin eine Zeile versprungen, dass sich eine Muschi, also eine Vagina oder Vulva, auf meinen Schwanz sitzt. Und das habe ich mir wirklich genauso vorgestellt, dass sich eben die Muschi auf meinen Schwanz sitzt und nicht, dass ich eine Muschi hätte und ein Penis eindringt, sondern eben umgekehrt. Und ich habe keine Ahnung, wieso ich mir sowas vorstelle und habe darüber nicht mehr reflektiert. Ich denke an sowas nie. Ich schwöre es dir. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. In echt könnte ich das niemals machen. Nicht nur, weil ich so hemd dazu wäre, aber das ist so weit weg von mir, dass ich nie daran denken würde. Tja, jetzt habe ich dir alles gesagt, liebes Tagebuch. Das war nicht so einfach, mich so zu öffnen. Aber ich habe mir geschworen, dir alles zu sagen, mir niemals mehr ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und das habe ich euch wirklich beherzigt. Ich hoffe, euch hat diese Lesung gefallen. Den Link zu dem Podcast, wo ihr mein Tagebuch hören könnt, findet ihr in der Infobox. Er ist überall gratis, auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, keine Ahnung wo noch. Und falls euch dieses Video gefällt, gebt mir ein Like und abonniert mich. Ich sage nur Tschüss.